Ein Begriff, den ihr bestimmt schon oft gehört habt, ist der digitale Zwilling. Aber wo kommt der digitale Zwilling her und für was brauche ich den? Ich dachte immer, es kann nur einen geben. Es kann nur einen Jürgen Schmidt geben. Es gibt viele Jürgen Schmidt, aber es gibt nur einen Bankbart. Spaß beiseite. Der Begriff, den gibt es schon seit den 2000er Jahren. Da hat man begonnen, Kopien von physischen Dingen, wie zum Beispiel Maschinen, zu erstellen. Eine Kopie, die testen, analysieren und simulieren kann. Und wie das in der Praxis aussieht, das schauen wir uns heute bei Trumpf an. Alexandra, ihr baut Werkzeugmaschinen und Laser für die Industrie. Für was brauche ich dann noch einen digitalen Zwilling? Also Simulationsmodelle setzen wir schon wirklich lange bei uns ein in der Entwicklung, um zum Beispiel die Mechanik unserer Maschinen abzusichern. Aber die bestehen ja nicht nur aus Mechanik, da kommt ja auch noch Software, die Programme, die darauf laufen, die ganzen Abläufe. Das kommt ja alles dazu. Und aus diesem ganzen Zusammenspiel von Mechanik, Software, das entscheidet darüber, wie gut unsere Maschinen sind. Wie kommst du denn zum Thema Digital Twin? Also mit Simulationen und Modellierung von Maschinen habe ich mich schon lange, schon seit dem Studium beschäftigt. Und das Thema Digital Twin, dann hier direkt bei Trumpf, beschäftigt uns bestimmt schon die letzten fünf Jahre, dass wir dort auch wirklich einen Mehrwert für unsere Entwicklung generieren wollen. Ich sehe die Maschine, aber wo ist der Digital Twin? Also was wir hier sehen, ist unsere kleine Smart Factory vor Ort, an dem wir unseren Kunden auch zeigen, wie eine verkettete Produktion mit Hochregallager und Automatisierung funktioniert. Die virtuellen Zwillinge setzen wir vorher ein, zum Beispiel um Software-Updates zu testen, um sicherzustellen, dass sich die ganzen Varianten unserer Maschinen auch so verhalten, wie sie sollen. Weil man kann sich vorstellen, ich kann diese Serienmaschine in unterschiedlichen Ausbaustufen kaufen, mit unterschiedlichen Optionen. Und ich will ja nicht wirklich jede einzelne Ausbaustufe auch in real hier vor Ort stehen haben, um dann zum Beispiel zu testen, ob auch die Software funktioniert. Das kann ich dann im Simulationsmodell machen. Wie hat sich jetzt der Produktionsprozess bei euch und was heißt beim Kunden verändert? Also beim Kunden perspektivisch, wenn wir ihm dann auch Simulationsmodelle von seiner ganzen Fabrik zur Verfügung stellen können, dann kann er identifizieren, wie optimale Produktionsabläufe sind. Bei uns in der Entwicklung nutzen wir das dann eben vor allen Dingen für Tests, Automatisierung, Softwarequalifizierung und Ähnliches. Und jetzt bekomme ich mal ein konkretes Beispiel. Genau, das erzählt hier jetzt der Kevin, der ist unser Spezialist für den Virtual Machine Twin. Das ist ein Beispielteil, wo wir den Kunden zeigen können, was unsere Maschinen alles können. Also beispielsweise solche Verformungen hier, solchen Sicken, sowas halt alles. Das ist Schlösser. Genau, das ist alles auf einer Stanzmaschine produzierbar. Jetzt hat der Sauger da hinten die Platte genommen, hier rüber, und jetzt stanzt die Maschine schon. Genau, das ist eine automatische Beladung. Er schnappt sich dann das richtige Stanzwerkzeug und fängt dann an, die Konturen auszustanzen. Wenn die Teile fertig gestanzt sind, wird dann mit den Saugerrahmen hier die fertigen Teile dann angesaugt und auf diesen Stapel dann abgelagert. Den Prozess lasst ihr nochmal über einen digitalen Zwilling laufen. Richtig, genau. Das kann ich dir hier drüben an dem Bildschirm zeigen. Hier können wir im Virtuellen genau dieses Thema uns anschauen mit der Stapelbildung. Und hier haben wir quasi eine Fehlprogrammierung drin, dass der Stapel nicht richtig gebildet wird. Und wir fahren sogar eine Kollision hier hinten. Wir können dann im Virtuellen die Software qualifizieren. Der wird falsch gebildet, der Stapel? Genau, weil noch ein Programmierfehler hier drin ist, ein Softwarefehler. Und wir können den Softwarefehler im Virtuellen beheben und müssen nicht so viel Material in der Realität zerstanzen, um den Fehler zu finden. Das heißt, der digitale Zwilling hilft dir in der Produktion auch effizienter zu sein? In der Produktion, aber auch in der Entwicklung, weil die Algorithmen, die auf der Maschine laufen, müssen ja entwickelt werden. Und klassisch zerschneiden wir sehr viel Stahl, um die Algorithmen zu entwickeln. Und wir sind jetzt mit dem digitalen Zwilling in der Lage, diese vorher virtuell zu entwickeln und können uns dadurch quasi tonnenweise Stahl sparen. Hier kann man schön sehen, wenn die Algorithmik fertig entwickelt ist, wie sauber dann die Stapel gebildet werden. Wie siehst du denn die weitere Zukunft des digitalen Zwillings? Ja, wir sehen die Zukunft des digitalen Zwillings, quasi, dass bei jeder unserer Kundenmaschine parallel ein digitaler Zwilling läuft, dass wir dadurch Mehrwerte und Services für den Kunden anbieten können. Wie beispielsweise, dass er schon vorab
wie wir es an der Maschine gesehen haben, seine Programmierung testen kann und gucken kann, ob es funktioniert, ob die Stapel richtig gebildet werden und so weiter. Und perspektivisch wollen wir auch ganze Fabriken virtuell in Betrieb nehmen. Wo nutzt ihr digitale Zwillinge? Und was bringt das euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Sofort.